Good morning, good morning, good morning, my wonderful friend. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine wundervollen Freunde, Who all over the world are listening to our teaching. die von überall auf der Welt unseren Lehren zuhören. I've accepted the challenge of Daniel. Ich habe die Herausforderung von Daniel angenommen. Let's see how we go. Lass uns sehen, wie es läuft. His challenge is that we go through 1 Corinthians 12, 13 and 14. Er fordert, dass wir durch den 1. Korintherbrief Kapitel 12, 13 und 14 gehen. Verse by verse in the Passion Translation. Vers für Vers in der Passion Übersetzung. Now, I will not promise you that we will do exactly what we did with Romans 8. Ich verspreche dir nicht, dass wir dasselbe tun wie bei Römer 8. That we actually really talk about every verse. Dass wir wirklich über jeden einzelnen Vers sprechen. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because Romans chapter 8 is a chapter that I've been meditating on for 40 years. Römer 18 ist ein Kapitel, über das ich während 40 Jahren meditiert habe. So it was a pleasure and it was easy to go through the chapter. Es war ein Vergnügen und es war leicht, durch das Kapitel zu gehen. While I love the Bible and love to study it, Ich liebe die Bibel und ich liebe es, sie zu studieren. not every part of the Bible is as familiar to me as Romans 8. Doch ist mir nicht jeder Teil der Bibel so vertraut wie Römer 8. But we will start Aber wir werden anfangen. and then see what the Holy Spirit does. Und dann sehen wir, was der Heilige Geist tut. Okay, my fellow believers, that's 1 Corinthians 12 verse 1. 1. Korinther 12, Vers 1. My fellow believers, I don't want you to be confused about spiritual reality. Meine lieben Gläubigen, ich will nicht, dass ihr über geistliche Realitäten verwirrt seid. Wow, that's an interesting way to put it. Wow, das ist eine interessante Art, es zu sagen. You see, most of the Bible verses that I've memorized, which are a few thousand, Die meisten Bibelverse, die ich auswendig gelernt habe, einige tausend Verse, I've memorized them in German and in the New King James Version of English. habe ich auf Deutsch und in der New King James Version auf Englisch gelernt. But the Passion, I only started to read recently. Aber die Passion lese ich erst seit kurzem. But I remember in the New King James, he says, now concerning spiritual gifts, brethren, I don't want you to be ignorant. Aber ich erinnere mich, dass es in der New King James Übersetzung heißt, was nun die geistlichen Gaben angeht, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Here he says that he doesn't want us to be confused about spiritual realities. Hier steht, dass er nicht will, dass wir über geistliche Realitäten verwirrt sind. Now, it's very interesting that if I remember correctly, Es ist sehr interessant, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, that in the original Greek, the word gifts is not even there. dass im Griechischen das Wort Gaben nicht einmal erwähnt wird. Even though most Bibles say, I don't want you to be confused about spiritual gifts. Selbst die meisten Bibel sagen, ich will nicht, dass ihr über die geistlichen Gaben verwirrt seid. But if I remember right, the gifts is not there. Soweit ich mich richtig erinnere, werden die Gaben im Griechischen nicht erwähnt. So the Passion actually translates it more correctly. Die Passion übersetzt es also korrekter. Because it talks about the spiritual reality, which is the actual meaning that Paul put here. Denn es geht um die geistliche Realität, die eigentliche Bedeutung, die Paulus hier formuliert. You know, and if you think how many Christians they are confused about spiritual realities. Und wenn du dir überlegst, wie viele Christen über geistliche Realitäten verwirrt sind. They don't know anything about angels, Sie wissen nichts über Engel, which is a spiritual reality. was eine geistliche Realität ist. They are confused. Can we have any relationship with angels? Sie sind verwirrt, ob wir eine himmlische Beziehung zu Engeln haben können. They know hardly anything about the reality of heaven. Sie wissen kaum etwas über die Realität des Himmels. See, most Christians think heaven is a place that one day when we die, we will go to. Die meisten Christen denken, dass der Himmel der Ort ist, an den wir gehen werden, wenn wir sterben. And even there, no Christians don't agree on that. Auch darüber sind sich die meisten Christen nicht einig. Some believe that after we die, we just go into some spiritual sleep. Manche glauben, dass wir nach dem Tod in einen spirituellen, geistlichen Schlaf fallen And after the resurrection, we go to heaven. und dass wir nach der Auferstehung in den Himmel gehen. So Paul doesn't want us to be confused about spiritual reality. Paulus will also, dass wir über geistliche Realitäten nicht verwirrt sind. And I believe one of the reasons why we are so confused about spiritual realities Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum wir über geistliche Realitäten so verwirrt sind, is this reason. folgender ist. We have been taught, or maybe we have been developing a habit
Man hat uns beigebracht oder wir haben eine Gewohnheit entwickelt, that we are much more connected to our natural realities and our spiritual realities. dass wir viel mehr mit unseren natürlichen Realitäten verbunden sind als mit unseren geistlichen Realitäten. We've been taught and raised in a world where the natural is the real. Wir sind in einer Welt aufgewachsen und uns wurde gelehrt, dass das Natürliche das Reale ist. But in reality, the spiritual that you don't see is much more real than the natural that you do see. Aber in Wahrheit ist das Geistliche, das man nicht sieht, viel realer als das Natürliche, das man sieht. Paul said, Paulus sagte, whatever you can see is only temporary, but what you cannot see is eternal. denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So let me ask you a simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. The things that are eternal will last forever and ever and ever. Are they the greater reality or the chair that you sit in right now? Die Dinge, die ewig sind, die für immer und ewig andauern werden, sind sie die größere Realität oder der Stuhl, auf dem du gerade sitzt? You see, in a few years, the chair that you sit in right now is not existent anymore. In ein paar Jahren wird es den Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, nicht mehr geben. But the angels that are surrounding your chair right now, they will still be there in 100 trillion years. Aber die Engel, die jetzt um deinen Stuhl herum sind, werden auch in 100 Billionen Jahren noch da sein. They will still be there. Sie werden immer noch da sein. So what is more real? Was ist also realer? The spiritual world. Die geistliche Welt. And that we need to learn to make the spiritual reality our home. Wir müssen lernen, die geistliche Realität zu unserem Zuhause zu machen. We need to learn to be less connected to the natural and more connected to the spiritual. Wir müssen lernen, weniger mit dem Natürlichen und mehr mit dem Geistlichen verbunden zu sein. We need to learn to quickly respond to the impulses of the spiritual world Wir müssen lernen, schnell auf die Impulse der geistlichen Welt zu reagieren and not so quickly respond to the impulses of the natural world. und nicht so schnell auf die Impulse der natürlichen Welt zu reagieren. If we can make it a lifestyle Wenn wir es zu einem Lebensstil machen können, that we quickly respond to any impulse from the spiritual world, dass wir schnell auf jeden Impuls aus der geistlichen Welt reagieren, even though it might be not visible with the natural eyes, auch wenn er für die natürlichen Augen nicht sichtbar ist, we will make the spiritual reality our home. machen wir die geistliche Realität zu unserem Zuhause And we will be less confused. und sind weniger verwirrt. I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.